Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute nochmal wieder auf dem Main, der ja immer noch Stufe 700 ist und ja, damit natürlich ein sehr besonderer Meilenstein für mich erreicht worden ist. Wir haben es ja leider nicht geschafft, wirklich ja, weitere Dungeons hier besiegen zu können. Sowohl den Sandsturm mit der Begleiterwaffe von meinem Marquardt, die ich ja momentan ja, Marquardt auch gegeben habe, ne, die ja schon deutlich besser ist, wir im Legendary Dungeon aber noch eine bessere finden können, ne, als auch ja, in der Schattenwelt bei Optimist Supreme. Dort hatte ich mir persönlich nicht mal wirklich die Prozentchancen vorab ausgerechnet. Ich hatte sie noch ungefähr im Kopf, wie sie damals gewesen sind. Ich habe sie jetzt nochmal ausgerechnet, wie sie jetzt sind. Und ich habe vor, bei den letzten Gegnern mal zu gucken, wie die Prozentchancen aussehen werden, wenn ich mir anstatt einem Intelligenztrank einen Geschicktrank ausrüsten werde. Einfach nur mal just for fun. Ja, den Tipp hatte mir auch Nachteule nochmal gegeben gehabt, um mal zu gucken, wie dann so die Prozentchancen sind, gerade in der Schattenwelt, für die Leute, die nicht wissen sollten, du bist so ein Magier, wieso Geschicktrank und so, ne? Gerade auch in der Vergangenheit bei den Leuten, die ersten, die schon die Monstergrotte besiegt haben, das sind so auch die stärksten Magier der Welt, unter anderem halt eben auch Nachteule, hatten das auch geschafft mit einem Geschicktrank in, ja, als Magier, weil man nachher halt wirklich dann mehr auf die Kunigunde sich verlässt, als man eben als Magier dort vorankommt und dort mit den gewissen ja, Fünkchen Glück halt eben auch ja, mehr Chancen in den Dungeons hat, als tatsächlich mit einem Intelligenztrank. Ja, und ich habe hier einmal die Prozentchancen für mich persönlich einmal ausgerechnet, und zwar für den Optimus Supreme haben wir tatsächlich jetzt schon eine 0,05%ige Gewinnchance. Wir haben sogar schon eine Chance gegen Monstergrotto, also Monstergrotto hier den Dragon God 0,01% zu gewinnen, und tatsächlich ist auch der vorletzte Gegner machbar, allerdings mit einer 0,00% Chance. Das sind aber tatsächlich trotzdem, also man kann trotzdem gewinnen, ja, was wirklich noch nicht machbar ist, unter keinen Umständen, ist halt eben der Endboss aus der Monstergrotte, aber so stark sind wir halt eben auch noch lange noch nicht. Mal gucken, wie die Chancen dann aussehen werden, wenn wir halt wirklich hier neues Equipment am Start haben. Und vor allen Dingen möchte ich dann halt auch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, und zwar, wenn mein mein Intelligenztrank in 2 Wochen ausgelaufen ist, ja, gucken wir mal, was wir da an Prozentchancen haben, und dann, just for fun, tun wir da einfach mal einen Geschicktrank rein und werden dann nochmal gucken, wie dann die Prozentchancen hier aussehen. Ja, wie gesagt, die ja, stärksten Spieler der Welt, beziehungsweise die ersten, die halt hier auch den Optimus Supreme beziehungsweise alle Gegner hier in der Monstergrotte schon gelegt haben, waren halt eben auch Magier gewesen, die diese Taktik angewandt haben. Dadurch haben zwar Marquardt und ja, ein Mann selbst zwar ein bisschen weniger Schaden ausgeteilt, aber die Kunigunde konnte dann halt hier eben richtig einen aufspielen, denn die Tränke wirken sich natürlich auch auf eure Begleiter aus, und dementsprechend kann die Kunigunde dadurch, dass ja hier keine Magier mehr kommen, wirklich einen aufspielen, und das macht sich auch bemerkbar, und wenn man wirklich es drauf anlegt, dann sollte man das dann wahrscheinlich auch machen, einen Geschicktrank auszurüsten. Wie gesagt, es ist halt wirklich wie nicht notwendig, das zu machen, weil ja, wie gesagt, es sind hier jetzt die letzten Gegner in der Monstergrotte. Früher oder später ist man selbst auch so oder so stark, dass man auch ohne diese Taktik hier weiterkommen kann in den Dungeons. Es dauert halt eben nur um einiges länger, und wenn man da wirklich scharf drauf ist, ne, und das einen in den Finger juckt, dann kann man das machen, aber ansonsten macht es halt wie keinen Sinn, hier wirklich jetzt hier weiter großartig ja, irgendwelche Tricks hier anzuwenden, sag ich mal so, ne? Außerdem jetzt auf Stufe 700 möchte ich schon
also die Zahl 700 möchte ich jetzt schon relativ lange, wenn es geht, auf dieser Stufe auch verweilen. Ja, weil das ist natürlich eine sehr schöne Stufe. Auf der anderen Seite, wenn die Stufe 700 wirklich dann eines Tages ja, auf 701 switcht, ich weiß nicht, wo wir jetzt hier momentan beim Kalender gerade stehen. Wir sind jetzt gerade, okay, morgen ist dann der 9. Tag. Ja, dann sind wir zu Stufe 701 und dann meinetwegen können wir ja auch wieder ein bisschen schneller leveln, weil dann ist diese schöne Stufe ja dann weg. Ne? Aber ja, wie gesagt, es bringt ja so oder so nicht viel, sag ich mal, in dem Levelbereich hier auf Biegen und Brechen die Dungeons zu pilzen, um halt eben ein paar Prozent Chancen irgendwo rauszuquetschen. Allerdings, ja, wäre es auf jeden Fall ganz cool, wenn wir jetzt halt eben uns schon zur Aufgabe gemacht haben, uns mit Stufe 700 nach 2,5 bis 3 Jahren das nächste Mal zu equippen. Dann würde ich natürlich auch, falls ich kurz vor einem Level-Up bin, würde ich es natürlich auch begrüßen, wenn wir nochmal einen Dungeon extra legen könnten, weil ja, jedes Level, was wir halt eben kurz vor Equippung abschließen, ist halt eben wertvoll. Oh, so guter Try jetzt hier an der Stelle auch nochmal. Jetzt nochmal einen heftigen Crit. Ne, dann wäre es jetzt hier schon fast einer meiner besten Versuche gewesen. Aber ich glaube, Kunigunde hatte hier einen aufgespielt. Ne? Wir gucken mal kurz rein. Ne? Ja, das muss ich dann mal, ich sag mal, das muss ich kurz vorher mal schauen. Ne, also Dings hatte, Marquardt hatte auf jeden Fall hier einen aufgespielt gehabt. Das muss ich mal gucken, kurz bevor dann der nächste Legendary Dungeon vor der Tür steht, wie es denn hier aussieht mit erfahrungstechnisch. Vielleicht fehlen uns dann ja noch 300 Millionen, dann könnte man drüber nachdenken, eventuell den nochmal hier zu pilzen. Allerdings werde ich mich wahrscheinlich jetzt innerhalb von dem Monat oder so, sage ich mal, bis jetzt der LD kommt, jetzt nicht so heftig verbessern, dass wir jetzt hier, keine Ahnung, jetzt schon eine Chance haben von, was weiß ich, wir haben jetzt hier momentan 0,05, dass wir da dann eine Chance haben von, ja, ich weiß es nicht, was wir da schaffen. Ich weiß es nicht. Dass wir da 0,07 oder so vielleicht haben, dann 0,08, wenn der LD da ist. Ne? Nach der Equipung werden wir wahrscheinlich nochmal deutlich höhere Chancen haben, den zu besiegen. Ich denke mal, dann sollte Optimus Supreme kein Problem mehr sein. Keine Ahnung, wie hoch dann die Chancen werden. Ich kann es mir nur ausmalen irgendwie, ich weiß es nicht. Ne? Aber wäre natürlich gut, wenn man den davor nochmal legen könnte, ne? Wenn halt eben die XP fehlt. Aber es muss halt nicht sein, auf Biegen und Brechen. Ne? So oder so gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich Stufe 702 werden bis zum LD. Ne? Wir haben das Kalenderlevel ab, was wir dann hier nochmal mitnehmen. Vielleicht nochmal ein zweites und dann werden wir nochmal so ein Level abschaffen, wahrscheinlich bis dahin. Vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht schaffen wir sogar 703 bis 704 zum LD. Und ja, dass wir dann halt eben 2 normale Level-Ups schaffen, plus nochmal dann ja 2 Kalender-Level-Ups. Ne, das könnte vielleicht sogar auch klappen. Ja, aber das muss man dann mal gucken. Ja, und je nachdem, wie es dann mit der XP aussieht, ne, muss man dann mal schauen, ob man dann hier den Dungeon noch legen kann, dass man dann, ja, mal gucken, 705 oder so ist dann vielleicht zum LD, das wäre heftig, aber ja, mal schauen, wie es dann aussieht. In 14 Tagen werden wir es definitiv noch nicht erleben, aber vielleicht sind dann die Chancen auf jeden Fall ein bisschen besser, um ja, in der Monstergrotte ein bisschen mehr anzurichten und ja, vielleicht hilft uns das ja dann dabei, mit dieser Taktik dann besser den Gegner hier aus dem Weg zu räumen, falls wir dann wirklich nochmal das Level-Up benötigen. Ne? Aber ja, ihr seht jetzt hier, ich mache ein paar Tries gegen Optimus Supreme, um einfach mal zu gucken, um ein Gefühl zu kriegen, so ein bisschen dafür, sag ich mal, wie so die Tries aussehen. Ja, ob es hier wirklich mehr oder weniger Sinn macht, aber anhand der Prozentchancen hat man ja schon gesehen, macht es halt im Moment nicht viel Sinn. Ne? Macht halt wirklich keinen Sinn. Deswegen warten wir hier auch auf jeden Fall noch ein bisschen und gedulden uns etwas. Ne? Und dann werden wir schauen, wann wir ihn halt besiegen können. Ne? Auf jeden Fall wird er, denke ich mal, dieses Jahr schon noch das Zeitliche segnen. Also davon gehe ich stark aus. Also ich denke mal schon, dass wir ja, schon einen deutlichen Prozentboost machen werden in Bezug auf die Gewinnchance. Alleine schon, wenn wir eine neue Waffe haben und so. Ne? Was da an Durchschnittsschaden hier mit dazu kommt, wir hatten gesehen,
Als wir die Waffen getauscht haben, sind wir von 279 Millionen, ich glaube, auf 305 oder so gekommen. Ja, ich will jetzt hier mal die Begleiterwaffe nochmal nehmen hier. Wir tauschen das mal. 308 sogar, ja. Und wie gesagt, wir können momentan, glaube ich, sogar über 410 im Durchschnitt Schaden mehr finden oder so, vielleicht sogar noch mehr und bis dahin dann noch mehr. Ne? Und deswegen, das wird schon heftig werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Der Tag rückt immer näher. Ne? So wie der Tag näher gerückt ist mit der 700, rückt jetzt bald der Tag näher, wo wir dann hier endlich mal in den LD rein dürfen. Ja, und dann uns hier eine schöne Umequipung gönnen, auf jeden Fall. Ne? Und dann wird hier auch der Schattenweltgegner liegen. Und dann wird vielleicht auch der ein oder andere nochmal hier im Sandsturm liegen. Ne? Je nachdem, mal gucken, wie es dann aussieht bis dahin. Ansonsten, ja, sind das erstmal soweit meine Vorhaben und meine Gedankengänge bis zum LD. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Das soll es für heute erstmal soweit gewesen sein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.